Hallo, willkommen beim Kanal und zu einem Video. Ich hoffe, dir geht's gut und heute zeige ich dir 3 verschiedene Varianten, wie du dir super einfach zu Hause Behelfsmasken selber machen kannst. Das Ganze ohne zu nähen, denn ich kann auch nicht nähen, in unter 5 Minuten und aus Dingen, die man auf jeden Fall zu Hause hat. Bevor wir anfangen, will ich dir noch 3 Dinge sagen. Erstens, diese selbst gebastelten Masken minimieren natürlich das Risiko, Mitmenschen unwissend anzustecken, aber sie helfen natürlich nicht genauso gut wie die regulären OP-Masken. Zweitens, wenn man die Maske trägt, muss man Mund- und Nasenpartie bedecken. Man darf sein Gesicht dabei nicht betatschen und am besten man hat mehrere Masken zu Hause, denn die Maske muss jeden Tag gewaschen werden und wenn du mehrere hast, hast du immer eine griffbereit. Und drittens, zum Zeitpunkt, wo ich gerade das Video hier aufnehme, gibt es in 15 von 16 Bundesländern die Maskenpflicht. Lediglich in Berlin noch nicht, aber auch hier wird gesagt, dass wenn man einkaufen geht oder die Öffis betritt, auf jeden Fall eine Maske tragen soll. Also ja, such dir gerne einen von diesen 3 Varianten aus und erstell einfach mehrere Masken für dich und für deine Mitmenschen. Lass uns einfach zusammenhalten und weitere hilfreiche Links zu diesem Thema findest du auf jeden Fall in der Infobox, aber ich würde sagen, fangen wir sofort an, also let's go! Die erste Variante ist so easy und geht wirklich mega schnell. Du brauchst dafür eine halbe Minute, eine Socke und eine Schere und zwar müssen wir als allererstes Anfang und Ende von der Socke wegschneiden, damit wir nur diesen Innenteil haben und jetzt müssen wir ungefähr 1 cm kurz vor dem Ende und dem Anfang der Socke 1/3 reinschneiden. Dadurch entsteht dann so eine Halterung, damit wir das Ganze halt einfach an unseren Ohren befestigen können und das Gute, dadurch, dass wir jetzt eine Socke benutzt haben, haben wir ein Innenleben, was sich perfekt eignet, um noch einen zusätzlichen Filter reinzumachen, damit nochmal die Chance minimiert wird, Mitmenschen anzustecken. Ich habe jetzt dafür einfach ein Wischtuch genommen, die passende Größe ausgeschnitten und reingelegt und ja, schon war meine Maske fertig. Wie gesagt, es ist wirklich so einfach und wenn du zu Hause ein Sockenpaar hast oder so, was du nicht mehr haben möchtest, kannst du daraus einfach 2 Masken machen und dann bist du perfekt ausgestattet. Für die zweite Variante brauchen wir ein T-Shirt, was wir nicht mehr haben wollen. Ich habe letztens einfach aussortiert und da war dieses Batik-Shirt dabei und ich dachte mir so, okay, daraus werde ich heute eine Maske machen. Im ersten Schritt müssen wir erstmal dieses Muster auf unsere Maske skizzieren. Das Ganze ist 35 cm breit und 18 cm hoch. Je 2 cm von der linken und der rechten Seite müssen wir noch eine Markierung setzen und zwar eine Linie, die aber quasi nur bis zu 2/3 geht und 1 cm von dieser Linie gesehen, mittig, müssen wir noch eine Markierung setzen, beziehungsweise besser ein Oval zeichnen, denn dadurch kommen am Ende unsere Ohren und dann ist das Ganze super fest an unserem Gesicht. Das Ganze musst du dann einfach ausschneiden. Es dauert wirklich nur 5 Minuten und ist super einfach und so sollte es dann aussehen. Jetzt kannst du die Maske erstmal an deine Ohren dran machen, damit das Ganze hält und zusätzlich haben wir diese 2 Stripes, die kannst du einmal um deinen Kopf machen, hinten einen Knoten dran machen und dann hält das Ganze super sicher. Mund- und Nasenpartie sind bedeckt und das Gute, aus einem T-Shirt, was du eigentlich nicht mehr haben möchtest, kannst du gleich 4 neue Behelfsmasken machen. Die dritte Variante ist eine Notlösung, heißt, du hast zum Beispiel eine Maske bestellt, aber sie ist noch nicht da oder du hast nur eine Maske, aber die ist gerade in der Wäsche, aber du willst gerade einkaufen gehen oder so, dann kannst du auf jeden Fall dieses DIY jetzt nachmachen und zwar brauchst du dafür einfach nur eine Serviette. Leg dir einfach die Serviette offen hin und klapp einfach vom oberen Teil 2 cm zu dir hin und 2 cm vom unteren Teil quasi unter der Serviette weg. Und du hast jetzt ja schon oben an der Serviette einen Knick reingesetzt. 5 cm von diesem Knick entfernt nimmst du jetzt einfach ein Stück Serviette und packst es am Anfang vom Knick hin, den du eben gesetzt hast. Und das machst du 4 bis 5 Mal, bis das Ganze so aussieht. Und jetzt kommt die Halterung. Das Ganze ist ja eine Notlösung, heißt du kannst Schnürbänder nehmen, Wolle oder auch Gummis. Ich habe jetzt Gummis genommen und sie dann bei je 1/3 eingesetzt und dann einfach einen Tacker benutzt, um das Ganze festzumachen. Wenn du willst, kannst du jetzt noch diesen überschüssigen Serviettenstoff, der da ist, wegschneiden, aber musst du auch nicht. Und ja, dann ist deine Notlösung fertig und du hast eine Behelfsmaske super easy gemacht, die du einmal natürlich benutzen kannst. Also die kannst du natürlich nicht waschen oder so, die ist zur einmaligen Benutzung geeignet. Aber mich würde es jetzt voll interessieren, welche der 3 Varianten du nachmachen wirst. Also let me know und zwar unten in den Kommentaren und stimm gerne mal hier oben ab, ob du nähen kannst oder nicht, denn ich persönlich kann wie gesagt nicht nähen. Ich habe es letztens versucht, aber es ist noch ein bisschen, ja, horrific. Wenn du jetzt denkst, yo, ich kann aber nähen, schau gerne mal hier vorbei. Ich habe letztens schon mal 3 Varianten gezeigt, wie man sich Behelfsmasken selber machen kann. Darunter ist eine Variante, wofür man nähen muss und 2, wofür man nicht nähen muss. Oder klick dich gerne mal hier rein, ein Video von Auf Klo, wo Risikopatienten darüber reden, wie es ihnen gerade geht. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche. Keep slaying und bis dann!